Ich mag einfach an der Arbeit mit Jugendlichen, dass man viel darüber lernt, was bei den jungen Leuten modern ist. Da bleibt man immer auf dem Laufenden. Und einfach junge Menschen zu begleiten, während sie erwachsen werden, ist super spannend. Zu manchen Schülern hat man dann auch nach der Schulzeit immer noch Kontakt und sie melden sich und berichten, was sie so beruflich machen. Und wenn man sie dann vorher jahrelang begleitet hat auf diesem Weg dahin, dann ist das natürlich super spannend mitzukriegen, wie der Lebensweg so weitergeht. Ich habe mich auch am Anfang fürs Grundschullehramt interessiert, aber erstens ist da ja die Zeit kürzer und auch die Bindung zu den Schülerinnen und Schülern ist irgendwie eine andere, finde ich. Gerade weil man die ja auch in so einer interessanten Zeit begleiten kann. Es ist ein Lebensalter im Sek-1-Bereich, in dem man eine ganze Menge erlebt, glaube ich, als Jugendlicher. Und wo es für Erwachsene manchmal nicht so ganz einfach ist, damit umzugehen. Ich merke aber, dass die Schülerinnen und Schüler ganz viel davon haben, wenn man ihnen Vertrauen entgegenbringt, wenn man sie ernst nimmt, wenn man sich um ihre Probleme kümmert. Und je näher man drankommt, desto mehr Spaß macht es. Und mal abgesehen davon ist es einfach auch fachlich ein Bereich, in dem ich mich auch selber interessiere und teilweise auch weiterentwickeln kann. Die Lehrkräfte sind an Sekundarstufen 1 besonders wichtig, da wir pädagogisch die Schüler wesentlich weiter vorbereiten können und denen wesentlich mehr Unterstützung bieten können als am Gymnasium. Das liegt einfach daran, dass die Kinder meist ein ganz anderes soziales Umfeld haben. Ich würde empfehlen, halt auch mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, die auch auf sie angewiesen sind und dann Erfolge zu feiern, weil gerade die brauchen die Lehrkräfte. Das wissen wir ganz gut aus der Forschung. Die Eltern natürlich, aber dann an zweiter Stelle unbedingt gute Lehrerinnen und Lehrer. Am Anfang des Praktikums war meine Sorge schon noch so dieses vor der Klasse stehen, gerade vielleicht so vor den älteren Schülerinnen und Schülern, wenn man dann so das Gefühl hat, man sieht noch so ein bisschen aus wie die und man könnte jetzt quasi auch auf der anderen Seite des Platzes sitzen. Aber da habe ich eigentlich gemerkt, dass es viel weniger darum geht, jetzt irgendwie Autorität auszustrahlen, als viel mehr Beziehungsaufbau zu betreiben und dann auf so einer Ebene zu kommunizieren, dass auf beiden Seiten Respekt stattfindet und dann funktioniert das auch bei den älteren Schülerinnen und Schülern, finde ich. Weil man einfach den Alltag mitbekommt und so sieht, wie es dann wirklich ist. Und dass viele SchülerInnen auch viel kooperativer doch sind, als man sich das manchmal so vorstellt von der Oberschule. Und dass man auch lernt, damit umzugehen. Und sich mit Menschen auseinanderzusetzen, mit allem, was Menschen dann auch unberechenbar macht, macht den Beruf unheimlich interessant. Man kommt diesen Schülerinnen und Schülern, wenn man es zulässt und wenn sie es zulassen, und da muss man sich ein bisschen Mühe geben, kommt man sehr nah und das ist, hinterlässt teilweise auch einen sehr tiefen Eindruck. Ich sehe natürlich meine Kollegen gerne, aber ich freue mich natürlich auch auf die Schüler tatsächlich. Also es sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die mir so Spaß an dem Beruf machen. Ich freue mich besonders auf das Unterrichten später mit den Jugendlichen, einfach weil ich möchte, dass die meine Begeisterung für meine Fächer auch mitbekommen. Ich freue mich besonders auf die Momente, wenn man bei den Kindern wirklich sieht, dass es jetzt diesen Klick gemacht hat, dass sie etwas verstanden haben. Das finde ich ist einfach ein Moment, man merkt, okay, der Unterricht, den ich mir überlegt habe, der funktioniert. Ich glaube, besonders daran ist es wirklich, dass man über Jahre immer wieder auch mitkriegt, wie sich so Gesellschaft, wie sich die Schülerschaft verändert. Man muss sich immer wieder ein bisschen anpassen, man trifft immer wieder auf neue, anders denkende Schüler, dass das nie langweilig wird. Wer Herausforderungen liebt, der sollte Lehrkraft werden. Das ist ein spannender Beruf, jeder Tag unterscheidet sich vom anderen. Ich habe vielfältige Tätigkeiten und hohe Freiheitsgrade. Plus die Idee, kontinuierlich mit Menschen zu arbeiten, die unsere Zukunft gestalten. Also wer Zukunft gestalten will und Probleme lösen will, sollte Lehrkraft werden.